Ja, Frau Vizepräsidentin des Bundesrats, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, seit Jahrzehnten schröpfen internationale und auch Schweizer Konzerne die Schweizer Konsumenten gezielt ab. Und ja, auch unsere zwei großen Detailhändler haben mitgemacht, bis endlich zwei Spielverderber den Markteintritt wagten. Und erst seit die zwei großen deutschen Player in den Markt eingestiegen sind, wurde der Gottesdienst der zwei marktmächtigen Detailhändler nachhaltig gestört. Seither gibt es plötzlich wöchentlich Aktionen, gerade im Bereich Lebensmittel und Körperpflege. Doch noch immer werden unsere KMU, unsere Detailhändler, unsere Gastronomen, vor allem aber unsere Konsumenten und Konsumentinnen von Konzernen geschröpft und abgezockt. Dies muss endlich ein Ende haben. Es wird oft argumentiert, dass dann aber auch die Löhne sinken würden. Dies ist schlicht unwahr und geradezu infam, denn gerade die dies behaupten, wissen es besser. Die Löhne machen gemäß einer Studie der BAK Basel nur 6% Differenz aus im Vergleich zu Deutschland. Dazu kommen Vorleistungen, welche maximal 10% höher sind als beispielsweise in Deutschland. Also sind maximal 16% Unterschied gerechtfertigt. Alles andere ist Abzockerei zulasten der Schweizer Konsumenten. Gerade denen, die sich beklagen, dass unsere Familien in Deutschland einkaufen, hier können sie aktiv mithelfen, die Preise zu senken, damit wieder mehr hier bei uns im eigenen Land eingekauft wird. Auch wird mit der Liefersicherheit argumentiert. Dies ist wohl die größte Lachnummer, denn wenn mehrere Lieferanten liefern dürfen, steigt doch die Liefersicherheit und nicht umgekehrt. Wer das Gegenteil behauptet, hat schlicht keine Ahnung vom Markt. Beispiele: Tönung einer gewissen Marke, doppelter Preis in der Schweiz als in Deutschland. Kleider locker 35% bis zum doppelten Preis. Ein besonders krasses Beispiel sind die Produkte des Bayersdorf-Konzerns Nivea, dessen Produkte in Deutschland günstiger verkauft werden, als der Händler diese in der Schweiz einkaufen kann. Aber auch die Schweizer Produkte wie Kegifred oder Produkte von Schweizer Firmen wie Mibel werden in Deutschland und im anderen europäischen Ausland massiv günstiger verkauft. Im Gastrobereich finden sich hunderte Beispiele einer aktiven Abzockerei, von Strohhalmen über Reinigungsprodukte bis zu Softgetränken. Besonders krass sind die Preisdifferenzen bei den Medizinalprodukten. Hier sind Preisunterschiede von bis zu 300% an der Tagesordnung. Dies geht zulasten unserer Krankenkassenprämien. Unsere Wirtschaft, unser Handel, unsere Importeure werden doch nicht fit, wenn wir denen die fetten Margen sichern. Fit werden sie, wenn sie sich in einem kompetitiven Umfeld behaupten müssen. Wenn wir sie weiterhin schützen, werden oder bleiben sie fett. Das möchten wir doch alle nicht. Als ehemaliger Importeur von Produkten im Bereich Rollatoren, Rollstühlen, Inkontinenzartikeln und allgemeinen medizinischen Hilfsmitteln habe ich es 1:1 erlebt, wie man uns zu behindern versuchte. Unsere Lieferanten wurden mit Boykott gedroht, falls sie uns beliefern, und auch wir wurden aktiv boykottiert. Und ja, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Initiative geht zu weit. Und ja, auch der Gegenvorschlag der BaK geht sehr weit. Aber nun ist einfach genug der Ausreden. Jahrzehntelang haben sich die Konsumentinnen und Konsumenten, die Konsumentenorganisationen und auch die Gastronomie und der Handel beklagt und nichts geschah. Vielleicht ist das Zustandekommen zumindest des indirekten Gegenvorschlags ein Lehrplatz für die Politiker, welche im Dienste der Konzerne jahrzehntelang und nun schon wieder versucht haben, den freien Markt zu behindern. Und auch wenn wir Gefahr laufen, ein bisschen zu weit zu gehen, genug ist genug. Wir lassen uns nicht mehr abzocken und behindern. Sagen Sie mit mir Ja, zumindest zum indirekten Gegenvorschlag. Stoppen wir die Behinderung des freien Handels, stoppen wir die Behinderung und Verhinderung des Wettbewerbs, stoppen wir diesen völlig unfairen Raubzug auf das Portemonnaie unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, stoppen wir den Schweizzuschlag, der nämlich nicht den Schweizer Arbeitnehmenden, sondern niemandem anders als den raffgierigen Konzernen zugutekommt. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Fiva. Als nächstes spricht Frau Esther Friedli.